Moin Leute, ich bin hier noch in San Miguel unterwegs und ich wollte es euch mal ein bisschen zeigen, wo wir gerade lang gehen. Heute wieder mein Kameramann da, Kameramann Kai. Ja, wir waren eben gerade in der Mall und musste mir erstmal eine Hose kaufen. Meine Hose ist gestern gerissen. Und ja, jetzt laufen wir wieder in die Innenstadt rein. Wieder Mexikaner. Sehr gut. Und ihr? Ja, man sieht überall kleine Läden. Die Leute verkaufen alles. Und ja, interessant, nur interessante. Ja. Okay, Menschen leben hier. Ich hatte jetzt in einem Video darüber geredet, wie sicher das hier sein soll. Ja, seitdem Nayib Bukele hier an der Macht ist, Präsident geworden ist, ist es auf jeden Fall viel sicherer geworden. Ich habe vorhin 2 Leute gesehen, die anscheinend von der MS-13 kamen. Das ist die salvadorianische Gang. Und die waren komplett voll zutätowiert. Die wurden festgenommen. Und ich habe mir sagen lassen, dass die sich jetzt überall verstecken. Weil du brauchst nur ein Tattoo haben, du brauchst nur so aussehen und schon kann dich die Polizei festnehmen ohne einen Haftbefehl. Und ja, die Gangster haben richtig Angst. Mir wurde gesagt, früher hatte man Angst vor den Gangstern, jetzt hat man Angst vor der Polizei. Aber du sollst doch sein, oder? Wie willst du sonst so ein Problem in den Griff kriegen? Ah. Izquierda? Ja? Oh. Ja, und man sieht dann halt. Okay. Ja. Man sieht da hinten einen Vulkan. Ich weiß gar nicht, ein Vulcano. Muss ich nochmal raussuchen, wie der Vulkan heißt. Auch ganz interessant, El Salvador ist, also für so ein kleines Land, oder? El Salvador ist total klein, aber hat verdammt viele Vulkane. Also wenn man hier mit dem Auto lang fährt, man sieht hier immer einen Vulkan nach dem anderen erloschen, auch aktive. Aber nochmal wegen Bukele. Ja, seitdem der an der Macht ist, ist es auf jeden Fall viel sicherer. Das merkt man auch, wenn man durch die Straßen geht und so. Und wie die Leute auch sind. Die Leute sind total dankbar, dass er die alle eingesperrt hat. Und die Leute ihrem Leben nachgehen können. Und nicht immer an Angst leben müssen. Finde ich gut. Und ja, es kommen Menschenrechtsorganisationen, die beschweren sich und sagen, hey, das geht doch nicht. Aber was willst du machen, wenn du so eine Gangs hast überall? Und ich hoffe, man hört mich überhaupt, wenn ich so laufe. Finde ich witzig. Nee, aber die hat ein großes Gefängnis gebaut. Und das modernste und größte Gefängnis der Welt. Und die wurden alle da jetzt reingefällt. Ich glaube 60.000 Menschen, 60.000 Gangmitglieder wurden festgenommen. Und propagandistisch aufgebaut, um die Angst zu machen. Um denen Angst zu machen. Ja, ich habe einige Videos dazu gesehen. Auch eine Rede von Nayib Bukele.
Und da hat Nayib erklärt, warum er das macht. Dazu muss ich noch erzählen, Ernest Habertusch hat überall ihre Zeichen hinterlassen, auch wenn du zum Beispiel stirbst und bestattet wirst, sieht man überall an den Grabsteinen mal deren Symbole und das wird jetzt auch total vernichtet von den Häftlingen selber. Das soll richtig reinhauen, dass die Leute Angst haben, nie wieder sich mit sowas auseinanderzusetzen, sage ich mal. Einen Moment. Ja, die wegen den, wo war ich gerade stehen geblieben? Ja genau, die Häftlinge, die müssen jetzt die Grabsteine deren Bandenmitglieder zerstören, um die Symbole halt zu vernichten. Und dann habe ich jetzt eine Rede gesehen von dem salvadorianischen Präsidenten, der hat erklärt, warum. Ja, und ich fand das total schlüssig. Als Deutschland, er hat das Beispiel genommen mit Deutschland, als Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hatte, waren ja immer noch viele Nazis in Deutschland. Und um da irgendwie den Nährboden zu zerstören, haben damals die Amerikaner, die Alliierten, alle Symbole der Nazi-Regierung vernichten lassen. So in seiner Rede. Und das ist genau das Gleiche. Ne? Jetzt haben wir dort Probleme mit den Gangs, Deutschland hatte Probleme mit den Nazis. So. Und bis heute ist es ja so, dass es in Deutschland verboten ist, diese Symbole zu benutzen. Und der knüpft einfach halt an der gleichen Geschichte an. Finde ich total schlüssig. Und wenn jetzt Menschenrechtsorganisationen sagen, ja, damit will er die Menschenrechte außer Kraft setzen, ja, was willst du machen, wenn die Regierung davor, eine linke und eine rechte Regierung, wenn die sogar mit den Gangs verhandeln, damit die hier quasi die Leute in Ruhe lassen, aber in Wirklichkeit schikanieren sie die. Das ist doch scheiße. Von daher, so wie er es gemacht hat, kann man meckern, wie man will, aber das wirkt. Die Leute sind dankbar. Punkt. So. Alle der Retscher. Ja. So. Nee, das ist, ich hatte mir da so ein paar Videos angeguckt. Ich will mal ganz kurz gucken, wie die heißen. Einmal, das werde ich auf jeden Fall alles unter dem Video packen, damit ihr es euch selber mal angucken könnt. Einen Moment, ich habe mir dazu Notizen gemacht. Ja, einmal ein Michael Knowles. Ich kannte den vorher nicht, aber der berichtet momentan sehr viel über Nayib Bukele. Was ich auch ganz interessant finde, was er berichtet, er meint, dass sein Führungsstil wie soll man sagen, wahrscheinlich nachgeahmt wird, weil wie willst du diese kriminellen Gangs unter Kontrolle kriegen? Und ich finde das, Deutschland hat selber diese scheiß Probleme, die machen genau die Richtung. Ja. Wir versuchen Danke, lieber Kameramann. Ja, auf jeden Fall, wir versuchen irgendwie den Gangs quasi entgegenzukommen und der geht genau den anderen Weg und die haben jetzt richtig Schiss und ich finde, das ist ein Weg, wie man mit Gangs umgeht, wie man mit Kriminalität umgehen sollte. Und ich denke, das wird in der Welt bekannter werden. Also Nayib Bukele in El Salvador, ich bin mir sicher, dass viele über das Land reden werden und ja, einen Moment, einmal über die Straße, man muss schon mal gucken. Ja, man wird auf jeden Fall, ich will mal die Kamera gucken. Die Leute gucken immer, so witzig. Ja, es wird auf jeden Fall Nachahmer geben in der Welt, die sagen, okay, das ist der Stil, den wir auch gehen wollen und das ist auf jeden Fall dringend notwendig, um irgendwie die ganzen Gangs in der Welt Einheit zu gebieten. Kann ja nicht sein, dass die sich jetzt so ausbreiten und quasi Dominanz haben und
wir können nichts dagegen machen. Ja. Genau, kannst ja mal ruhig hier was zeigen. Ja, also zum Beispiel auch bei diesem Michael Knowles. Also ich habe mir die Kommentare da durchgelesen. Von den Kommentaren meine ich. Die Leute, die in El Salvador leben oder die nicht mehr in El Salvador leben und außerhalb, aber hier noch Urlaub machen, die sagen, seitdem er an der Macht ist, hat sich das zum Besseren bekehrt. Und ja, das ist doch super, dass die Bevölkerung das so ähnlich sieht. Und wenn jetzt irgendwelche Medien, meiner Meinung nach gleichgeschaltete Medien, behaupten, das sei ein gefährlicher Weg, ja, dann sollen sie das besser machen. Hat man ja jahrelang nicht besser gemacht. Und wer Taten zeigt, der hat recht. So. Also wenn er damit schnell wieder durchkommt, warum nicht? Hola! Ja. So, wir gehen da. Ja, es ist arschheiß, aber da ich hier in den Tropen bin, irgendwie bin ich auch gar nicht so heiß wie in Italien oder Spanien. Es ist eine andere Hitze, das ist mir aufgefallen. Also es ist richtig schwül, drückend heiß und gleichzeitig nicht so heiß wie, also nicht auf der Haut so heiß wie in Spanien, wenn ich da am Strand bin, Mallorca oder Ibiza oder Italien. Ich war jetzt vor ein paar Monaten in Rom gewesen. Das hat mich total zerdrückt, also die Hitze dort. Ich glaube, es liegt an dem Marmorstein, weil die ganze Stadt da aus Rom, aus weißem, naja, nicht aus weißem Stein, aber ich glaube, es liegt an den Stein. Guckt euch nochmal den Vulkan da hinten an, das sieht so echt cool aus. Also ich hoffe, man hört mich. Ich hoffe. Nee, das wird schon klappen. Ja. Wollten ins Kino gehen, aber das später auf. Probieren. ¿Quieres beber algo? ¿No? Nein, nein. Aquí nosotros se lo venimos comprando a muy buen precio. Solo tiene que hacernos una señal de parada. Recuerde que le venimos comprando el papel de diario, papel de revista, papel de factura. Le venimos comprando la lata. Muss ich nachher mal fragen, was der da erzählt. Ich glaube, der verkauft Schrott oder sammelt Schrott ein, was auch immer. Ja, wie gesagt, ich laufe hier lang. Ich fühle mich jetzt hier nicht irgendwie Angst haben muss. Was ich empfehlen kann, ich war jetzt am Strand des Öfteren. Einen Strand fand ich ganz besonders, das war El Tunco. Der ist international schon sehr bekannt, was für wahnsinnige Wellen ich dort gesehen habe. Also kilometerlange eine Welle quasi. Und das hat mich total gebockt, das mir anzusehen. Und ja, dann die ganzen Surfer international. Ne? Die Leute waren aus aller Welt da. Ich habe Italiener kennengelernt, natürlich die US-Amerikaner, Australier waren da, also wirklich alle. Aus Europa viele. Und echt abgefahren, was da abgeht. Ich denke, das wird in Zukunft auch noch größer werden. Jetzt, seitdem Kilian an der Macht ist und alles sicherer wird, kann ich mir gut vorstellen, dass das in Zukunft hier nochmal richtig boomen wird. Also
El Salvador und Nayib Bukele sind jetzt in aller Munde, Leute. Also echt interessant. So, wie viele Minuten haben wir denn schon? Oh. Also ich merke, es ist richtig cool, einen Kameramann zu haben. Ehrlich, cool. Das macht auf jeden Fall Spaß, so zu reden und euch das zu zeigen, wo ich lang gehe. Coole Idee.